Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns den Einhell TE AC 36 8 Li an. Wir starten gleich mit den Adaptern. Die Adapter gibt es verschiedene, wie man aufsetzt. Dann habt ihr noch so eine Ausblase, Adapter und halt das Reifenfüllerset, wie man es nennt. Das halt mit dem Manometer oben und den ganzen Zeug. Also ist sehr praktisch, verstaubar alles. Der Druckluftschlauch ist 2,5 Meter lang und da ist das Batteriefach, das Akkufach. Das habe ich am Anfang nicht gecheckt, das muss man aber drücken und dann geht es auf. Also mit leicht drücken und dann geht es auf. Also so eine drücken und dann kann man die zwei Batterien reintun und ja, er funktioniert nur mit beiden Batterien. Also mit einer Batterie geht er nicht an. Heißt, es braucht zwei 18 Volt Batterien, weil bei manchen Herstellern geht es, dass man nur eine verwendet und dann halt die Laufzeit verkürzt wird, wahrscheinlich auch die Leistung, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber bei ihm muss man eben die zweite Batterie dabei haben, weil sonst geht er nicht an. Aber ja, also insgesamt auch von den Maßen her finde ich ihn relativ praktisch. Ich blende auch gleich die Maße ein und dann könnt ihr es einmal schauen und überlegen, ob das was für euch ist oder eben nicht. Es gibt keine Druckanstellungen, nichts. Es gibt eine Ein- und Ausschalttaste und das war's. Heißt, es muss den Druck mit der Pistole selbst einstellen. So, dann messen wir das Luftvolumen bei 0 bar. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Leistung oder der wichtigste Faktor eigentlich, weil das beurteilt auch die Leistung bei anderen oder höheren Drücken. So, da seht ihr es, Druck war bei 1 bar, aber leider habe ich es beim Aufnehmen nicht hinbekommen, euch auch gleich oben die Werte zu zeigen während dem Aufpumpen, weil ich so schlecht aufgenommen habe. Es tut mir leid, ich habe gedacht, das passt eigentlich, ihr seht es ja, vierterlei Stückel, aber so, es ist halt wie es ist, es ist wichtig. Im Prinzip ist es gleich wichtig, dass ich das Luftvolumen im Leerlauf gemessen habe, heißt bei 0 bar oder theoretisch einem, weil es ist ja immer 1 bar Luftdruck, 1 bar Luftdruck in der Luft und ja. Und also es ist einfach extrem stark, der Kompressor, wie ihr sehen könnt. Das geht auf, weiß ich jetzt nicht, die sind von da 4, 5, 6 Bar, sowas in dem Bereich. Zeigt es halt an, das ist nicht der richtige Wert, das ist das. Einfach weil so viel Luft reingepresst wird, ist auch der Wert so hoch. Und das ist halt einfach unglaublich, also wie schnell er den Reifen aufbläst, von 1 Bar auf 3,5. Das ist einfach extrem schnell, das hat man auch schon gesehen. Das sollte 90 Liter pro Minute schaffen. Ich habe 78 Liter pro Minute gemessen, aber trotzdem extrem starker Wert für so einen Kompressor, besonders für Akku. Natürlich werden wir in Zukunft auch andere anschauen, aber bis jetzt mit Abstand der stärkste Kompressor, den ich getestet habe. Wer viel Leistung braucht, ist es wirklich der Hammer. Also wie schnell er den Reifen aufbläst, das ist wirklich super und wie praktisch man ihn mitnehmen kann und von der Größe und von allem wirklich gut. Er hat für den Reifen gebraucht 1,3 Minuten, 1 Minute und 30 Sekunden. Kommen wir zu einem der wichtigsten Faktoren, und wenn nicht dem wichtigsten, Druck in Kilopascal nach 5 Minuten. 5 Minuten ist für den Einhell TE/AC 36/8 viel zu viel für einen 245 18er Reifen, aber trotzdem, also er hat es geschafft, in 1 Minute 30 die 3,5 Bar aufzupumpen. Da muss man wirklich sagen, das macht extrem viel Spaß, mit dem zu hantieren, weil das einfach so schnell geht und so, ja, es macht einfach Spaß, mit dem aufzupumpen. Kommen wir nun zum Gewicht. Das ist einer der Nachteile vom 36/8. Er wiegt 5 Kilo. Das ist
mit Abstand der schwerste, den ich getestet habe, aber auch der stärkste. Ein sehr gutes Leistungsgewicht hat der AEG. Der ist wirklich mit unter 2 Kilo und sagen wir mal 70% ungefähr vom Einhell, von der Leistung. Sehr, sehr gut beim Thema Gewicht zu Leistung. Ja. Lautstärke in dB ist er gut dabei, weil er eben so schwer ist, reduziert die Vibrationen und somit auch die Geräusche. Also sind wir bei 85 dB, was viel leiser ist, zum Beispiel als der AEG, der weniger Leistung hat, oder als der Prezzito 1825 und so weiter und so fort. Also Lautstärke im Vergleich zur Leistung ist phänomenal. Beim Preis kostet der ungefähr 100 Euro. Ich finde das für das, was er bietet, als Akkuvariante eigentlich sehr gut, weil es müsst ihr euch überlegen, auch der Prezzito kostet 100 Euro, der neue. Der ist halt deutlich langsamer, deutlich leistungsschwächer, aber der hat halt auch die Niedrigdruckfunktion und so weiter. Ja, muss man halt immer selbst wissen, was man braucht, was eben nicht. Wenn nur die Hochdruckfunktion braucht und die Maße relativ wurscht sein und das Gewicht, ist der 36.8 einfach ein sehr, sehr guter Kompressor. Kommen wir nun zum Rang der Kompressoren. Der Einheit TE AC 36.8 schlägt sich sehr, sehr gut, muss man sagen. Er ist nicht weit weg von den besten. Wir sehen können 406 Punkte, 3. Platz, Bronze, ist auch gut, auf jeden Fall. Wenn man nur die Leistung sieht, weiß man wer der stärkste ist, der eine, danach der AEG. Ja, das sieht man schon. Und dann die Bosch. Man merkt auch, die Leistungsunterschiede werden auch enorm. Von Kompressor zu Kompressor. Wie ihr sehen könnt, der 36.8 ist enorm stark. Also schaut zum Beispiel an den Prezzito, der hat ein Drittel von den Punkten ungefähr. Und das spiegelt sich auch in der Leistung wieder. Das ist extrem. Also was der 36.8 leistet, ist extrem. Beim Preis ist er so gut eigentlich dabei, finde ich. Für die Leistung, die er hat, könnt ihr auch die Punkte dividieren. Dann wisst ihr, wie viele Leistungspunkte ihr kriegt pro Preis. Ist er sehr gut dabei. Gewicht halt. Habe ihm einen Punkt gegeben, weil für mich ist 5 Kilo die Grenze, habe ich genommen. Und ja, ich kriege auch einen Punkt. Aber ja, Lautstärke ist er gut dabei eigentlich. Auch wenn er nur 50 Punkte hat, das klingt schlecht, ist aber relativ gut dabei. Wie ihr sehen könnt, sind viele niedriger von den Punkten her, also von der Lautstärke sind sie lauter. Reichweite sowieso 100 Punkte, wie immer, als Akku-Variante. Und Gesamtpunkte 406, wie schon gesagt. 3. Platz, wenn man nur die Leistung sieht, ganz klar erster. Da gibt es nichts zu meckern, also da gibt es nichts zum sagen. 1. Platz sowieso. Aber wenn man das gesamte Paket nimmt, das Gesamtpaket, dann ist er halt einer auf dem 3. Platz. Und ja, was wollte ich eben noch sagen? Für mich ist es ein sehr, sehr guter Kompressor. Wirklich sehr, sehr gut. Der leistet wirklich viel. Der leistet wirklich, wirklich viel. Und da gibt es nicht viel zu sagen. Er ist einfach super. Er kann einfach alles. Er ist von der Größe auch, finde ich, relativ in Ordnung. Und ja, das ist dank der Kompressoren. Ja, schauen wir uns nochmal den Kompressor im Einzelnen an. So, dann nochmal die Einzelfakten. Um die 5 Kilo wiegt er. 74,644 Liter pro Minute schafft er bei 0 Bar, also einfach so Leerlauf. Dann haben wir die Maße von 39,3 cm und 37 breit und 14 tief, auf 15 fast. Und so kommen wir auf ein Volumen von 21,375 Liter. Das ist wichtig für euch, wenn ihr den im Auto mitnehmen wollt, wie viel der vom Kofferraumvolumen wegnimmt. So viel Liter seien es, 21 Liter. 100 Euro haben wir die Kosten. 3,5 Bar schafft er in 1 Minute 30, sehr, 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 sehr gut. 85 dB ist auch sehr, sehr gut, also sehr, sehr gut jetzt nicht, aber gut. Und Vmax von fast 90 km/h. Der AEG schafft 68 und so weiter und so fort. Und eben 36 Volt, es braucht es unbedingt, also es geht nicht mit einem Akku, 2 18 Volt Einhellakkus. Ja. Ausdauer habe ich vergessen, er schafft 20 Minuten 50 Sekunden mit einem 6AH Akku, also mit 2 6AH Akkus. Heißt ungefähr, kann man grob rechnen, ein bisschen mehr als 3 Minuten pro Amperestunde. Also wenn es an 4 Amperestunden Akku verwendet, 2 Stück, schafft es ja, 12 Minuten um den Dreh, ein bisschen mehr. Das ist der Verbrauch. Ich blende auch nochmal den Verbrauch an, den umgerechneten pro Amperestunde, und dann ist es genau. Ja. So, wir kommen dann auf einen
Verbrauch von 3 Minuten 30 pro Amperestunde. Das müsst ihr rechnen oder das schafft er. Und das sind die Werte, ja. Wir kommen somit auf einen Verbrauch von, sehr grob umgerechnet, ohne Verlust und sowas, 617 Watt. Das ist der Wert. Und ja, für mich ist es ein sehr guter Kompressor. Ich habe wirklich nichts zu meckern. Er ist relativ preiswert, er ist sehr leistungsstark, er ist nicht zu laut. Ja, also für mich gibt es persönlich eigentlich nichts dem auszusetzen, bis auch natürlich auf die Größe, aber das ist ja logisch. Die sind alle so groß oder größer oder kleiner ein bisschen, aber in der Leistungsklasse seien sie eben ungefähr so groß. Ja, er hat halt keinen Kessel, das ist halt der einzige Nachteil, der Nachteil sein könnte, aber wer keinen braucht, ist mit dem super bedient. Alle von mir getesteten Kompressoren sind unten verlinkt. Ich bedanke mich fürs Schauen, lasst ein Like bitte da und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Schauen, Servus und ciao.